bin seit 20 Jahren bei der Firma Plan-Eckert beschäftigt. Angefangen habe ich dort als Sachbearbeiter im Einkauf für die Beschaffung von Materialien und den Ablauf der Firma insgesamt. Im Laufe der Jahre habe ich mich dann zum Geschäftsführer weiterentwickelt und hochgearbeitet und leite jetzt im Moment ein Team von ungefähr 20 Mitarbeitern. Wir sind weltweit tätig im Bereich der Beplanung von Industriezelten, Lagerzelten, Lagerhallen, Festzelte und was es sonst noch zu beplanen gibt. Und unsere Produkte haben wir von Alaska bis Australien überall hin verkauft und arbeiten dort mit Subunternehmern zusammen, die die Gerüste beistellen, und wir liefern dafür die Planen. Die Herausforderung lag darin, dass ich immer mehr Verantwortung übertragen bekommen habe und auch mehr Entscheidungen treffen musste und diese Entscheidungen auch dann durchsetzen musste. Sei es in Bezug auf Einkauf, auf Verkauf, auf Konstruktion oder sämtliche Dinge, die mit der Firma zusammenhängen. Die Fähigkeiten, Entscheidungen zu treffen und auch dafür einzustehen, die sind tatsächlich im täglichen Arbeitsleben immer da. Sei es in der Materialbeschaffung, wo zum Beispiel ein Material nicht geliefert wird und man andere Lieferanten auftun muss, anderes Material beschaffen muss, wo Zeitabläufe durcheinander gebracht werden, wo man Produktionsplanungen umwerfen muss und dann wieder neu aufbauen muss, oder auch anderes Personal durch Krankheit ersetzen muss. Und da sind natürlich Entscheidungen zu treffen, die manchmal Konsequenzen oder für die Konsequenzen, die sie nach sich ziehen, auch da sein muss. Die Eigenverantwortung bedeutet aber auch, dass man das Personal und die Mitarbeiter in die Entscheidungen mit einbeziehen muss. Das heißt, es fördert auch die Verantwortungsbereitschaft im gesamten Team. Es läuft besser für jeden Einzelnen, wenn man auch das Positive von der Mannschaft mitbekommt. Das heißt, wenn zum Beispiel Liefertermine gehalten werden müssen, sollte man nicht als Chef oder Vorgesetzter die Termine komplett vorgeben, sondern das auch mit dem Team besprechen, so dass gemeinsam eine Lösung gefunden wird. Die Mitarbeiter haben dann auch eine Eigenverantwortung und stehen auch dazu. Das wird positiver aufgenommen, als wenn man dann von oben sagt, ihr müsst. Besser ist zu besprechen, können wir das schaffen, also im gesamten Team. Der Marktwert der Firma wird durch die Eigenverantwortung der Mitarbeiter natürlich extrem gesteigert. Die Mitarbeiter stehen dafür ein, für die Sachen, die sie auch produzieren, die sie tun, für die Arbeit, die sie machen. Das ist ja auch die gesamte Firma, die aus den Mitarbeitern praktisch besteht. Es ist ja nicht nur der Chef, der sagt, okay, macht mal, sondern die Mitarbeiter müssen dann natürlich auch mitziehen. Und da hilft Eigenverantwortung ein ganzes Stück weiter. Zum Beispiel, um bei den Terminen, die wir haben, dass sie rechtzeitig eingehalten werden, dass eventuell auch mal Überstunden geleistet werden. Und das hilft auch, den Marktwert der Firma zu steigern. Also die Nachteile in der mangelnden Eigenverantwortung sind an für sich die, dass Prozesse dann nicht effektiv zu Ende gebracht werden. Zum Beispiel, wenn man sich irgendwo verzettelt und zu viel Eigenverantwortung sich aneignet, kann es sein, dass der ganze Prozess oder die ganze Produktion darunter leidet. Und das ist nicht effektiv genug. Die Eigenverantwortung spielt für unsere Firma eine sehr große Rolle, weil wir sind ein Mitarbeiterstamm von ungefähr 20 Personen, wo auch jeder mal
Eigenverantwortung zeigen muss und das auch gegenüber den anderen dann durchsetzen muss. Es ist nicht so, dass wir in einer riesigen Firma von mehreren tausend Mitarbeitern sind, sondern hier muss jeder für jeden einstehen, muss Eigenverantwortung übernehmen und muss auch Sachen selber planen. Und das ist für die Firma sehr, sehr wichtig und auch entscheidend für den Erfolg. Wir sind hier eine kleine mittelständische Firma, die mit niedrigen Hierarchiestrukturen arbeitet und wo der eine auch dem anderen sagen kann, komm, wir machen das jetzt mal so. Und das ist auch entscheidend für unseren Erfolg, weil wir schnell und effektiv arbeiten können, ohne lange Planung und Vorbereitungen durchzuführen. Die Eigenverantwortung ist ein schrittweiser Prozess, der im Arbeitsleben nicht von heute auf morgen kommt, sondern der auch durch die Persönlichkeitsentwicklung, durch Herausforderungen erstmal geformt wird. Man muss bereit sein, Entscheidungen zu treffen und auch dafür einzustehen. Das ist aber eine Sache, die einen gewissen Zeitraum in Anspruch nimmt. Bei manchen Menschen oder Mitarbeitern ist es allerdings so, dass diese Eigenverantwortung auch einfach nicht vorhanden ist. Es gibt Mitarbeiter und Personen, die sind dafür prädestiniert, Eigenverantwortung und Entscheidungen zu treffen. Andere lassen lieber treffen. Und da ist eben halt auch keine klare Abgrenzung, dass man es irgendwo lernen kann, sondern das ist wirklich durch die Persönlichkeit irgendwo definiert.